Hola, was geht, was geht, was geht? Neues Video und ich weiß, viele warten so ein bisschen da drauf von euch, nämlich wieder ein neues Attentäter Video, Funk-Video. Muss man ja auch irgendwo ein bisschen dazu sagen, ne, dass der Funk da nicht ein bisschen zu kurz kommt. Ja, heute mit Sag mir, welchen Netflix-Charakter ich spreche. Bin ich sehr gespannt. Nimm vorher weg. Netflix habe ich so was heißt habe ich? Ich bin halt ein sehr vieler Anime-Gucker. So. Aber ich habe halt auch sehr viele Serien auch so geguckt. Deswegen mal gucken. Und man muss ja auch sagen, bei Netflix, ne, das ist ja wie auch bei den ganzen anderen Plattformen. Mal kommt da was drauf, mal kommt da geht da wieder was weg, was auf einer anderen Plattform kommt und. Deswegen denke ich doch wohl, dass ich hier wieder einigermaßen mitreden kann, sagen wir so. Ja, Naomi John kenne ich glaube ich noch nicht. Gucken wir. Oder Naomi Jon. Ne, wir werden es ja gleich erfahren, hoffentlich. Bin sehr gespannt. Lass mir gerne einen Kommentar da. Ich weiß, eigentlich sagt man ja Like und dies und das und jenes, aber vielleicht bin ich da noch nicht so lange im Game drin oder vielleicht bin ich da auch selber so ein bisschen gestört von den anderen YouTubern, dass ich das nicht gerne sage, einfach, dass ich das gerne nicht so gern über die Lippen bringe. Deswegen gerne, haut mir gerne einen Kommentar rein, falls ihr Bock habt, mehr auf solche Reactions, also ja, solche Reactions, ne, dass wir uns solche Fragedinger angucken oder irgendwas anderes oder so. Weil meins ist ja sehr, ich mache ja sehr musiklastige Reactions, das wird natürlich auch so bleiben, gar keine Frage, aber ich habe auch ein bisschen Bock, ein bisschen weiter zu gucken, sag ich mal so. Und bis jetzt ist Dattetäter halt sehr, sehr weit vorne da. Aber irgendwann sind die Videos ja auch leider durchgeguckt und schon reacted. Deswegen helft mir da gerne, helft mir da gerne, so. Mein Deutsch heute ist ja crazy. Helft mir da gerne, schreibt mir da gerne eure Kommentare runter unter dieses Video, wenn ihr sagt, ey, das könnte vielleicht gefallen oder ey, das wäre cool, wenn du darauf reactest. Wo ich aber auch gleich sagen muss, kann sein, dass ich darauf reacte, kann auch sein, dass es einfach nicht mein Geschmack ist. Ihr werdet sehen, aber jetzt gehen wir hier endlich rein. Genug gelabert, schon wieder ordentlich Zeit von der Uhr genommen. Let's go. Nie im Leben. Ich habe diese Stimme nicht von dir erwartet. Ich auch nicht. Oh, nicht schon wieder so einer. Ja, Eileen, sag schnell. Ich rufe nachher zurück, tamam? Nimm meine Handys. Nimm meine Handys. Was kann ich noch raten? Wie viele Synchronsprecher hat Deutschland noch? Diesmal haben wir uns auf Netflix Originals konzentriert. Ah, Blast ist wieder da. Okay. Ich habe alle gesehen. Lava. Wartet mal. Ich muss mir eben die Namen aufschreiben. Ihr wisst, wie es ist. Ich bin vergesslicher als keine Ahnung was. Deswegen mache ich mir immer so einen kleinen Editor nebenbei auf. Deswegen, wenn ich mal ab und zu rüber gucken sollte, auch für andere Videos, dann liegt das daran, dass ich mir irgendwas gerade nebenbei angucken muss, dass ich, ne, ob Töne aufgenommen werden oder was auch immer. Ja. Und heute ist es halt wirklich, dass ich, oder bei den Dachdetätern ist es immer so, dass ich die Namen drin habe. Ich kann mir nicht Namen so schlecht merken. Vielleicht kennen das welche von euch. Aber jetzt habe ich's. Wegen rein. Das Blässe ja dabei ist auch cool. Konzentriert. Orkan können wir. Okay. Momo wird wieder zerreißen. Müssen wir nicht drüber reden. Der ja auch sehr cool, wenn sie da immer bei ist. Finde ich auch sowieso geil, wenn wir so ein bisschen ne, so dieses Gesplittete haben. Also nicht viel mehr Jungs oder viel mehr Frauen. Viel mehr Männer, nicht viel mehr, oder viel mehr Frauen. Sondern, ne, ist schon geil aufgeteilt. Das finde ich immer geil. Aber dafür, das ist aber auch die Sache, was ich bei anderen Attentäter-Reactions ja schon ab und zu mal angesprochen hatte. Ich finde es ein bisschen schade, dass nicht so viele Frauenstimmen da sind, weil so gefühlt kommen die Männer immer so ein bisschen vor. Kann man jetzt sehen, wie man will, ne? Aber ich finde es halt manchmal so ein bisschen schade. Weil dann stehen so immer die Frauen da und sind so meistens so, ja, okay, kenne ich nicht. Und die Jungs sind dann natürlich voll am Durchdrehen. Ist manchmal ein bisschen komisch. Aber gut, jetzt gehen wir aber Ich habe wirklich durch. alle gesehen. Lava doch nicht. Wir haben Single. Ich auch. Okay. Kenne ich da jemanden von? Was? Was? Wartet. So vom Sehen her
die junge Dame, die über mir. Oh, man sieht mein Aussage gerade nicht. Die, auf jeden Fall die Dame, die über mir ist. Die hier. Die da. Die habe ich schon mal auf TikTok gesehen. Schon ein paar Videos gesehen. Also irgendwoher kenne ich die. Ich glaube, den weißen, den weißköpfigen Mann hier fast ganz links. Oder der zweite von links. Kenne ich, glaube ich, auch. Oh, geil. Geil, das ist geil. Netflix. Ich war 6 Jahre alt. Als ich mit meinem Skorpion Nero spazieren ging, wurden wir überfallen. Kommt mir bekannt vor. Kommt mir auf jeden Fall bekannt vor. Sie fragten, was für ein Freak ein Skorpion als Haustier haben würde. Skorpion? 2 von ihnen haben mich dazu gezwungen, das mit anzusehen. Sie sind einfach über ihn drüber gefahren. Und als ich das, was von ihm übrig war, begraben wollte, hat es geschneit. Ich habe mir mein kleines, schwarzes Herz ausgeweint. Aber Tränen bringen Dinge auch nicht. Ich würde jetzt sagen, mal ganz dumm. Wie heißt denn die Serie? Heißt die Wednesday? Keine Ahnung, habe ich nicht gesehen. Aber, ne, schwarzes Herz, Skorpion, kommt mir alles irgendwie so passend Wieder in vor. Ordnung. Also weine ich einfach nie wieder. Die Stimme kommt mir bekannt vor. Okay. Ich weiß. Von einer anderen Serie. Ich dachte ganz kurz, das ist Arcane. Worum geht's da? League of Legends. Aber ich bin mir nicht sicher. Es tut mir leid. Emily ist Die hat aber eine Stimme da. So wie sie geguckt hat, muss sie da eine Stimme haben. in Paris. Hast du den Film überhaupt gesehen? Nein. Einfach weil Protagonistin ist eine Frau. Ja. Hast du Stranger Things geguckt? Aber Skorpion als Haustier? Das ist doch Stranger Things coded. Ich wechsle mein Guess? Ja. Bridgerton. Aber du hast Bridget wahrscheinlich auch Nein, nicht gesehen. ich habe noch nie eine Folge geguckt. Junge Orkan, der geht da wieder ganz komisch ran. Wenn du mich jetzt fragst, warum? Warum? Meine kleine Schwester guckt diese Serie und da geht es um so noble Menschen und sie hat auch so sehr nobel so gesprochen. Ich verstehe, was du meinst. Ist das vielleicht Ich Monday, auch. Tuesday, Wednesday? Weil es Ja. sich weird anhört? Und Das meine ich. Das würde ich mir vorstellen können. Hab's nie gesehen. Halt nur von dem, was sie geredet hat. Oder worüber sie geredet hat. Wednesday hat immer so einen weirden Vibe gehabt. Es geht um eine Familie. Eine sehr bekannte Familie. Ist das irgendwas mit den Kardashians vielleicht oder was? Nein? 3, 2, 1, Wednesday. Oha! So. Oha! Bläst, bitte. Oha! Lässt er sie da einfach hängen. Wow! Das ist Regenschirmakademie. 6. Das heißt, Hallo. den kenne ich. Den habe ich schon mal gesehen. Nein, nein. Ja. Er schickt uns eine Botschaft. Er will mir damit sagen, sein Preis hat sich verändert. Er hat es so eingerichtet, Ey, die Stimme ist so fucking. Wie sagt man? Bekannt. Oh. dass diese Person keine Chance hat. Wenn er scheitert, feuern sie ihn wegen Inkompetenz und dann verlieren wir beide den einzigen Kopf, dem wir vertrauen können. Boah, entweder Aber ich habe halt die ganze Zeit andere Gesichter, andere Charaktere im Kopf. Ich glaube, viele von euch geht's auch so, oder? Du hörst diese Stimme, denkst dir, aber dadurch, was der redet, denkst du dir, weil du dir nicht so 100% sicher bist. das Geld ist oder Narcos. Oder Ozark. Habe ich nie geguckt. Da könnten auch Cops vorkommen. Sorry, Ich kenne die Stimme Milliardenprozent. Mindestens 1 Milliarde. 100 Ich Pro. arbeite bei der CIA, aber das ist geheim. Also erzählen Sie es niemandem. Ich mache hier Jagd auf Kommunisten, um eine Invasion aus Kuba zu verhindern. Diese Hausmeistersache, hast du das erzählt? Das ist nur eine Tarnung, wissen Sie? Arbeitet da, Hausmeister, Tarnung. Kenne ich das? Was Ja, glaubst du? Aber ich kenne kenn das. seine, seine das. Stimme. Ja. 100 Pro. Ich kenne die Stimme. Ja, Weißt du es nicht? Nee, ich wusste es kurz, dann war für euch wieder Narcos. Narcos. Ist? nicht gesehen. Könnte Narcos sein? Hast du eine Figur im Kopf? Typ, der heimlich bei der CIA arbeitet. Ach nee, oder Momo, bitte nicht. Ich glaube nicht Narcos. Pedro Pascal? Nee, der hat ja eine andere Stimme. What do you mean? Das ist der Peña von Narcos. Peña von Ich sag, das ist Peña von Narcos.
Die erste Person, die du fixt, nachdem wir uns getrennt haben, Warte mal. Ist das hier nicht ein bisschen für Kinder? Hallo? ist meine beste Freundin. Meine verheiratete beste Freundin. Und du? Du bist gerade Mutter geworden. Ich meine, war deine Vagina schon wieder fickbar zu dem Zeitpunkt oder hast du ihn nur mit Muttermilch vollgespritzt? Hm? Wow, Dann was habt ihr geht das hier ab? Schlimmstmögliche getan. Ihr habt beschlossen, euch einfach zu verlieben. Und dann habt ihr gedacht, hey, wir haben eine tolle Idee. Los, besuchen wir sie im Gefängnis, weil sie nämlich da lebt. Weil sie es ja da so unglaublich schön hat. Boah, Bro, ich hab ja so keine Ahnung. Oh, das war intensiv. Ich hab's. 1, 2, 3. Also, Blast, bitte. Also, das ist ja Cheatcode, ne? So langsam hört's aber auch auf. Das ist ja genau wie Momo. Das ist ja Cheatcode langsam. Orange is the new black. Orange is the new black. Das ist Orange is the new black. Dann, was ist das? Das habe ich noch nie gehört. Noch nie. Hä? Orange is the new black? Halleluja. Da geht es um Frauen, die sind alle im Knast. Ja. Nee. Ich weiß nicht warum. Die sind halt sehr aggressiv, die Frauen. Und das Ach, nee. Ehrlich, Okan? Bitte. Wie kann denn das sein? Ich dachte, ne, die sitzt im Gefängnis, weil wegen sexy. was hast du gesehen? Nein. Aber ich weiß, worum es geht. Ich habe gesagt, dass ich euch beschützen werde. Nicht wahr? Aber ich habe Boah, bitte, hört auf, mein Kopf. Ich kenne die Stimmen noch alle, ich kenne die alle. meine Meinung geändert. Es ist viel praktischer, euch zu foltern. Foltern. In den Foltern. Konzentrationslagern war Respekt eine Selbstverständlichkeit. What? Und von jetzt an wird es hier genauso laufen. Ihr werdet den Fluchttunnel graben, und zwar bis euch die Hände bluten. Und in der Nacht dürft ihr auf euren Pritschen vor Schmerzen weinen. Ihr werdet Prison Break, wer war das? Mann, das sind alles diese krassen Dinger, die so wahrscheinlich voll durch die Decke gegangen sind, aber die mich halt nicht angesprochen haben. in Wirklich. Schichten arbeiten, in denen es keine Pausen gibt. Anderenfalls erwarten euch drastische Strafen. So wie euren Anführer. Ein Mann, der, sollte er uns wieder hintergehen, töten wird. Der, sollte er wieder den Drang nach Freiheit spüren, töten wird. Der, sollte er zu sehr schwitzen, töten wird. Wow. Boah, geil mit der Lache. Wow. Er hat schon einen sehr intensiven Blick. Ja, deswegen, das ist ein bisschen. Er macht einen nervös. Das ist eine viel zu coole, attraktive Stimme für einen bösen Charakter. Ist doch immer so. Ah, ich weiß es. Haus des Geldes, maybe? Weil da war irgendwie mit Tunnelgraben. Haus des Geldes. Und zwar, Hast du ja den Anfang geguckt? Scheiße. ich glaube, er hieß Berlin. Ja, das ist Berlin. Ja! Oh mein Gott! Ja! Ja! Berlin! Nach Berlin! Das ist es. Okay, gut. Dankeschön. Sie kann's nicht gewesen sein. Mann, ich habe nur so eine Möchtegern-Tussi durchlöchert. Ich bin nur ein klein wenig durcheinander. Boah, oh, Junge, wo kamen die Augen auf einmal her? Wow, was für schöne Augen. Und jetzt denkt er, ich wäre schwach. Sevika wird das Chaos beseitigen. Sevika macht immer genau das, was man ihr sagt. Ich bin nicht schwach. Und ich beweise es ihm. Und wie ich es ihm beweisen werde, ihr werdet schon sehen. Boah. War das nicht ein bisschen kurz? Boah. Sevika? Es ist keine Realverfilmung. Es ist Zeichentrick. Ja. Ich war irgendwie bei Arcane, aber ich check gerade nicht, wer Sevika ist. Gab's da eine Ja. Sevika? Never heard that name in my life. Never. Er hat uns alles genommen. Genau hier hat er Wender verraten. Mit mir hat er Ja. dasselbe vor.
Aber Er wer? hat mir all die Jahre weisgemacht, du hättest mich im Stich gelassen. Lügner. Wei? Aber irgendjemand fehlt hier noch. Oder James? Ich habe deiner kleinen Freundin heute Morgen einen Besuch abgestattet. Nein, wer Ist ist nur ein kleiner das? Snack. Leg dich ab, so verrückt bin ich nun auch wieder nicht. Geht um eine verrückte Frau auf jeden Fall. Ja, würde natürlich Jinx am meisten Sinn machen. Auch, dass die halt so diese in der Stimme dieses, ne, manchmal dieses richtig crazy hat, aber auch manchmal dieses normal so ein bisschen. Es war mal auch ein Spiel. Witcher. Arcane! Aber da sagen die so Eib-Sachen. Was für Eib-Sachen? Meinte sie nicht durch Löchern und so? Ist das nicht... Ja, das nennt man von Schießen. Ach so, ich dachte... Oh mein Gott, Momo. Alter. Ich dachte, das Sex haben. Oha. Ich sag mal The Witcher. The Witcher, okay. Das war Stopp! Oh. Es könnte auch Arkane sein, weil darunter steht ja League of Legends. Hast du irgendein Spiel gespielt? Ich habe nie gezockt in meinem Leben. Ich konnte mir nie eine Playstation leisten als Kind. Ich hatte ein Nintendo DS. Doch, da habe ich ja doch gezockt, genau. Ich sag mal, es ist Arkane. Also Arcane? Yeah. Jinx? Arcane Jinx. Die mit 100%. den lila Haaren. Ich habe halt erst gedacht, dass es wirklich Wei ist, weil die halt wirklich so, am Anfang so ein bisschen diese Stimme hatte. Aber bei dem zweiten Part, okay, es muss Jinx sein eigentlich. Dieses Verrückte mit drin. Crazy Augen hat die, wow. Oh, jetzt ist er dran. Jetzt bin ich gespannt. Das ist aber auch wirklich crazy, ne? Alle so. Das ist auch immer wieder geil, so wirklich die Leute da zu sehen. Oft sind die ja wirklich so dieses normal angezogene, sage ich jetzt mal, ne? So ein bisschen eleganter. Und dann kommt er, Bro. Oder sie halt so mit dem, okay, man sieht's noch nicht. Ja, kommen wir gleich. Okay. Jetzt bin ich gespannt. Also ich muss dir was sagen. Ja. Damit rechnest du bei dem ganz sicher nicht. Nein, also eigentlich muss ich dir vieles sagen. Erstens, hier wohne ich, aber das weißt du ja schon. Ich bin nicht normal. Ich meine, ich bin ungewöhnlich und wenn du mit mir zusammen sein willst, nicht unbedingt im Sinne von meine Freundin sein, dafür ist es zu früh, ich weiß, kein Druck. Aber wenn du vielleicht eine engere Verbindung in Erwägung ziehst, das klingt wie heiraten, ich will gar nicht heiraten. Naja, vielleicht eines Tages, wenn die richtige auftaucht. Das könntest du sein. Wer weiß das schon. Okay. Das ist nicht. Ich habe jetzt ganze Zeit hier, wie heißt der? Miles? Von hier, oh, wie heißt das denn? Spider, ne, diesen animierten Spider-Man-Dingens. Ist er das? Keine Luft. Was ich meine ist, das hier ist neu für mich und ich muss das langsam angehen. Also, Ich kenne Männer wie ihn. Das ist von Stranger Things, der kleine Junge. Was? Junge mit den schwarzen Haaren. Ich habe diese Stimme nicht von dir erwartet. Ich auch nicht. Vor allem diese Passage. Das ist krass. Er kann bestimmt aber auch anders. Mach mal anders. Anders. also Bridgerton kann es nicht sein, weil dort wollen die alle heiraten. Bei denen, Ja, oder? sie dürfen nur heiraten und dann Sex haben. Es muss Stranger Things sein. Dann solltest du erstmal meine Mom sehen. Sie redet nur über Sex und hat 0 Grenzen. Sie leitet einen Workshop, der heißt Ich und meine Joni. Joni heißt Vagina. Meine Joni, sorry. So ist das auf Deutsch übersetzt worden. Hallo, konzentrier dich. Es kann dieser Charakter jetzt doch nicht mehr sein, würde ich sagen. Ich glaube, es ist diese Sexedukation. In der Serie sind auch sehr junge Leute, glaube ich. Stimmt, das gab's ja auch noch. Stimmt. Oh, Alter, da bin ich ja ganz weit ab gewesen. Die irgendwas so Erfahrung sammeln in so einem Bereich, mit was ich nichts zu tun habe, auf jeden Fall. Doch, das ist es. Sex Education. Und das ist der Hauptcharakter. Ich Ja. weiß nicht, wie er heißt. Okay. Kleiner White Boy. Doch, stimmt. Das macht Sinn, das macht sogar Sinn, das macht sogar Sinn. Ist es Sex Education? Otis. Okay. Jetzt kommt sie. Das Tor. Stranger Things, ja, stimmt. Fuck, ey. Bin ich aber auch ehrlich, hätte ich die TikToks nicht gesehen, hätte ich es nicht gewusst. Aber sie ist ja die Elfie. Elfie heißt sie ja, glaube ich, in Stranger Things. Millie Bobby Brown. Hammer. Hammer Ich Stimme. hab's geöffnet. Ich
bin das Monster. Ich finde es aber crazy, was sie für eine. Also das ist ja wirklich eine krass kindliche Stimme, die sie da raushaut, ne? Das ist nicht dein Ernst. Als Bitte. hättest du es schon beim ersten Satz gehört. Bitte, Naomi, bitte. Bitte, nein, bitte, 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 bitte. Also bitte. Das Tor. Stranger Game of Things. Thrones. Bro. Das ist Stranger Things. Das ist Stranger Things. Ja. Die Elfie selber. Ja, ich hab Herzrasen. 100 Pro. Und dein Style passt auch dazu. Im besten Sinne. Das ist ein cooler Style. Stranger Things? Millie Bobby Brown. Ich glaube, das ist Millie Bobby Brown. Millie. Melly. 100%. Elfie. Es ist. Nicht Emily in Paris. Auch nicht Bridgerton. Auch nicht The Umbrella Academy. Ich bin Magdalena Montassa und ich spreche Wednesday. Also hatte ich doch recht. Guck mal, 2 Punkte nehme ich sogar mit. Obwohl ich noch nicht mal Wednesday geguckt habe. Wo war sie noch jetzt? Sie war Ich finde das aber immer wieder krass, ne, wenn du die deutschen Gesichter davon siehst. Manchmal passt sie ja sogar. Aber oft ist ja wirklich so, wo du dir denkst, wow. Wenn du nach dem Gesicht gehen würdest du immer verlieren. Beetlejuice, ganz frisch. Oder Scream 5 und 6. Ja, Scream. Oh mein Gott. Auch kennt ihr Wonka? Den Film mit Timothy Chalamet. Natürlich. Und da gab's Noodle, das kleine Mädchen. Das warst du? Das war ich. Ach, wie süß. Ja, und ich habe sie auch gesungen. Willy Wonka? Ja, den neuen Film, der letztes Jahr rausgekommen ist mit Timothy Chalamet. Ich mache ganz viele Ich wollte gerade sagen, der alte mit Johnny Depp, der war aber auch 10 von 10. Also bitte, der war. Den neuen zwar noch nicht gesehen. Werde ich mir auch wahrscheinlich nicht reinziehen, weil der alte mit Johnny Depp, boah, der war ein Meisterwerk. Das liebe ich immer zu Weihnachten zu gucken. Sowas wie Ex Our Kitty, sagt ihr das was? Wahrscheinlich nicht. Surviving Summer sagt ihr wahrscheinlich auch nichts. Ja, das sind so. Ich werde mir alles angucken, wo du dabei bist, auf jeden Fall. Da hast du aber zu tun. Aber ihre Stimme kam mir von irgendwas anderes bekannt vor. Aber kann auch sein, dass. Das ist ja auch so oft, das finde ich, erstens dieses Mikrofon verfälscht ein bisschen, habe ich das Gefühl, ne? Dass die sich manchmal anders anhören. Auch weil die ein bisschen anders sprechen vielleicht. Und manche Stimmen sind halt wirklich schwer auseinanderzuhalten. Sagen wir so. Ronald Nitschke. Und freue mich, dass ihr recht gehabt habt. Und er ist wirklich Pedro. Aber welche Stimme noch, bitte? Ja, Javier Peña, ja, Killer, ja. Aber nur Narcos habe ich danach noch Passt auch perfekt zu dem. in 2 Filmen gesprochen und dann hat man mich leider umbesetzt. Schade. Eine Schande, fand ich auch. Der Meinung war, ich bin zu alt. Nein. Lassen Sie sich. 74. Nein. Was? Ja gut. Wartet mal. Die Brille macht einen verdammt jung. Muss man ehrlich sagen. Wird er die Brille abnehmen? Der hat aber auch zu krass volles Haar noch dafür, ne? Also. Doch, wenn du die Brille abnimmst und den ganz lange ins Gesicht guckst, dann vielleicht. Also dann kannst du wohl sagen, aber 74 ist crazy, Alter. Also das ist schon. Da hätte ich gesagt, so, okay, du bist 65 oder so, aber viel. Gut gehalten, aber auch einen coolen Drip. Also, muss man ja sagen, ne? Krasse Kette, geile Brille. Das ist das Geburtsjahr. Das ist das Geburtsjahr. Ihr dürft jederzeit wieder anrufen. Ich habe mich selber. Vor 1500 Jahren hat jeder Mensch gewusst, dass die Erde der Mittelpunkt des Universums ist. Vor 500 Jahren hat jeder. Ich komme nicht drauf. Nein, wartet. Ich weiß, ich habe zwischen geredet, aber das ist einfach, weil ich genau wusste, dass. Also, ich kenne die Stimme nur daraus. Jederzeit wieder anrufen. Ich habe mich selber. Vor 1500 Jahren hat jeder Mensch gewusst, dass die Erde der Mittelpunkt des Universums ist. Vor 500 Jahren hat jeder Mensch gewusst, dass die Erde flach ist. Und vor 15 Minuten haben Sie gewusst, dass die Menschen auf diesem Planeten unter sich sind. Ey, ist Tommy Lee Jones. Das ist Fuck. Ich wusste es. Den hatte ich die ganze Zeit im Kopf, aber ich wusste erst nicht, wie der heißt und woher.
Man in Black, natürlich. Tommy Lee Jones in Man in Black. Boah, klar. Travolta auch. Wer von euch hat Karate Kid geguckt? Aber das Original, also jetzt wirklich das, ja? Keine Gnade. Nein! Nein! Keine Gnade. Ja, Breaking Bad ist lange her. Ja. Ist ja 15 Jahre her. Der letzte Endgegner von dem Walter White. Ja. Aber das ist doch so lange her, da bist du doch noch zur Schule gegangen. Nein. Da war ich auch schon ein Mann. Du bist ja unbezahlbar. Geil, aber ich finde, der ist cool drauf. Der ist wirklich cool drauf. Geil. Hallo. Hi. Ich bin Nadine. Hi Nadine. Nadine, ist das. Das jetzt ist erzähl mal. Also Orange is the New Black ist richtig. Aber es ist nicht die schwarze Schauspielerin. Es ist die Hauptrolle. Piper Chapman, die Blonde. Das machst du super. Dank, hast du es geguckt? Aber man muss ja aber auch, ich finde, man muss oft sagen, und das wird jetzt ein crazy take, aber diese Stimmen, wahrscheinlich, weil man die halt von den Serien halt als erstes kennt oder von dem Film, hast du irgendwie gefühlt manchmal besser zu den Menschen, die du in den Serien oder Filmen siehst, zu den Schauspielern, als zu den wirklichen Menschen, ne? Ja, erste Staffel. Nur erste Staffel? Dann habe ich mehr geguckt. Aber welche Rollen hast du noch gesprochen? Ja. Rosita in The Walking Dead. Oh, ja. Ach, krass. The Night Agent war auch eine. Night Agent. Ja. Ey, das ist eine gute Serie. Die ist, Hast du's geguckt? die ist richtig gut. Ja, habe ich geguckt. Ja. Oder Hotel Transylvanien Trickfilm. Sag mir was, genau, Die mit dem Wölfe Vampir, mit ne? den 100 Kindern. Hast du bei The Rookie mitgespielt? Ja. Oh mein Gott. Ja, stimmt. Bro, ist das crazy. Also das ja. Sie wusste selber, die hat ja noch nicht mal dran gedacht, Mann. Ich hab's doch. Hast du es erkannt? Natürlich. Das war Hattest du wirklich Berlin gesagt bei Haus des gutes Geldes? gehört. Und? Oh ja, das stimmt. Ich weiß. Naja. Was hast du denn noch so gesprochen? Josh Hartnett in Oppenheimer oder in The Trap, was gerade im Kino liegt. Oppenheimer muss ich noch gucken. Ich wollte es davor gucken. Wollte es letzte Woche gucken. Ja, dann hätte ich den vielleicht gehabt. Die vorletzte Staffel von Star Wars, ich glaube Acolyte. Erstmal durfte ich ein Jedi sein. Monster? Ja, ich habe Monster geguckt. Er ist nicht der Arzt. Doch. Doch, er ist Tenma. Er ist Tenma. Monster? Macht's mehr Spaß, Bösewichte zu spielen oder gute Charaktere? Wenn er jetzt sagt Gute, dann macht es ja gar keinen Sinn. Der hat die perfekte Stimme für so einen ekligen, schlechten, schlimmen Charakter. Im Guten gesagt. Ja, die Bösen machen schon mehr Spaß. Ich Oder wollte du hast die sagen. Guten mit den bösen Seiten, das geht auch. Wenn sie beides haben, dann ist eigentlich egal, auf welcher Seite. Ich finde, der hat so eine krasse Stimme, dass er halt diese Kack-Charakter, also nicht die Kack-Charakter, sondern diese schlechten Charakter so gut sprechen kann. Wow. Hallo. Hau raus. Wer bist du? Es ist Arcane. Es ist das. Natürlich ist es okay. Blaue Haare. Ihr habt alle blaue Haare. Ich bin farbenblind. Jinx. Krass. Das ist crazy. Tut mir leid, dass ich so auf die Augen gehe, ne? Aber das sind krasse Augen. Wow. Also irgendwie, natürlich aber auch durch die Haare, ne? So diese Kombo aus braunhaarig und blauen Augen oder fast graue, das ist crazy. Siehst du ja gefühlt nicht so oft. Und ich finde, dadurch sticht das immer mehr heraus. Passt aber auch so ein bisschen gut zu Jinx, ne? Mit den Augen. Des Geldes sind wir auch Kollegen. Da bin ich Nairobi. Ja. Das stimmt. Kennst Natürlich. du Ana de Armas, die Schauspielerin? Ja. That's blue. Nein. Das ist nicht wahr. Nein. Junge, Ana de Armas, ich habe die in jeder, was ich hier bis jetzt von ihr gesehen habe, ich habe es immer geliebt, die da zu sehen. Natürlich, sie ist eine wunderschöne Frau, aber es macht so Bock, ihr dabei zuzugucken bei den ganzen. Warte mal. Oft hat die ja die ganzen Sexdingens und so, ne? Aber egal. Aber die spielt die Rollen immer sehr geil. Warte mal. Kennst du Ana de Armas, die Schauspielerin? Ja. That's blue. Nein. Ja. Sie ist so Ja, hübsch, ich liebe aber sie. ich darf es eigentlich nicht sagen. Joey King? Ich weiß nicht, ob das so dein Genre Hätte ich aber nie erraten. Nie erraten. Ist aber auch gut, finde ich.
ist aus der Kissing Booth-Reihe. Ich bin noch bei Anna de Armas. Achso, entschuldige. Zoe Kravitz im letzten Batman. Niemals. Ja. Der Batman. Genau. Mit Robert Pattinson. Ja, genau. Wetter. Nakia. Nie im Leben. Ja. Oh mein Gott, krass. Sie hat auch noch... Also, sie? Ist das 1 oder 2? Nakia. Nie im Leben. Ja. Oh mein Gott, krass. Sie hat auch noch eine Anime-Rolle gehabt. Nein. Bei Jujutsu Kaisen. Ich weiß, du bist Maki. Ja. Ich dreh hier durch. Maki ist fucking Anna de Armas. Mein Weltbild bringt zusammen. Was ist das? Aber Bless, so langsam hört's auf, ne? So langsam hört's auf. Wenn es um Anime geht, I'm the boss. Ich wurde die ganze Zeit gemobbt und heute kommt dieses ganze Wissen und wird appreciated. You are appreciated. Thank you. Hallo. Hi. David, freut mich. Und es ist Korrekt. Das ist so, also ich ganz ehrlich, ne? Das ist zum Beispiel so einer. Die Stimme passt viel mehr zu denen als zu ihm. Das geht gar nicht, David. Ich habe aber lustigerweise auch nur die erste Staffel, die du gesehen hast, gesprochen. Ich habe zu der Zeit aufgehört, so synchron zu machen. Ich mag eigentlich nur noch Hörspiel und Musik. Hörspiel ist für mich so, was ich noch lieber mache als synchron. Aber coole Stimme. So, das ist so eine chillige. Die Stimme, ich finde, wenn er normal redet, ist es dieses chillige. Dieses chillige, auch wie er sich anzieht, das passt perfekt zu dem. Echt? Kennt ihr 3 Fragezeichen Kids? Ja. Da spreche ich einen von den 3 und schöne Grüße an das Team. Hallo das Team. Okay, kennst du Harry Styles? der Rapper, Sänger, Ja, Sänger, genau. von Der hat auch One mal bei Direction. Dunkirk von Christopher Nolan. Da habe ich den gesprochen. Der hat, glaube ich, nur einmal oder so einen Film gedreht. Okay. Also hast du auch als Kind angefangen? Ja, mit 13. Aber für krass, dass du dann, obwohl du schon so... Aber wie kommst du da mit 3? Eigentlich kennt man das ja nur, diese ganzen Kinder. Ne, Kinder von den ganzen, die Synchronsprecher sind oder Kinder, die irgendwie mit Synchronsprecher irgendwas zu tun haben. Aber mit 13? Bro, warum habe ich dann hier keinen, der das kann, der das kennt? Will ich das auch? Also ich sag ganz ehrlich, Synchronsprecher ist mit nicht so ein geiler Beruf. so voll das Standing hattest und krasse Rollen, dass du dann einfach aufgehört hast. Warum? Hat's dir keinen Spaß mehr gemacht, oder? Doch schon, aber die Musik ist immer so mein Ding und dann geht man so all in, weißt du? Folgt deiner Leidenschaft. Man weiß nie, wo sie dich am Ende hinbringt. Ja, Weißt Mann, to the top. Redebläst. Das ist halt die Sache. Manchmal kann es aber auch sein, dass es halt, ne, anders, mit der anderen Seite halt dich viel weitergebracht hätte, aber solange du glücklich bist, scheiß drauf. To the top. Und ich glaube, das ist auch immer die Sache, ne? Viele denken halt so immer an, ja, okay, ich brauche Geld, ich brauche Anerkennung, dies, das. Aber wenn du das eine machst, dadurch das erlangst, aber dann keinen Spaß dran hast, aber das andere machst und dann das andere, also, ne, wie zum Beispiel bei ihm jetzt dann Musik machst, aber da nicht diese Anerkennung kriegst und so, denkst du da vielleicht drüber nach, aber im Nachhinein ist, glaube ich, dieses, gut, ich mach's, weil ich da wirklich Bock drauf habe und ich kann jeden Morgen aufstehen und hab Spaß daran. Ist, glaube ich, oder was heißt, ist, glaube ich, es ist einfach viel, viel geiler, wenn du sowas hast, als wenn du jeden Morgen aufstehst und dich da irgendwie hinzwängst oder was auch immer. Um dann nachher vielleicht ein bisschen mehr Geld zu haben oder ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu haben. Geld ist nicht alles. Das ist deswegen ein cooles Ding. Dass sie so einen auch einladen. Hallo. Ja. Aber das ist eine Herzensangelegenheit. Elfie ist wie meine kleine Schwester. Und sie lagen... Boah, diese Musik, boah, bitte. Aber das ist eine Herzensangelegenheit. Elfie ist wie meine kleine Schwester. Und sie lagen... Richtig. So ein geiler Song. Sie hat nur dieser zittrige Rausch, bevor man redet. So, ja, genau so das. Wusste schon, okay, es ist Elfie. Dabei war ich ja bei dem ersten Try ja selber erst 10. Deswegen musste Das ist. Aber die hat's verdammt. Ey, aber Real Talk, sie hat so gut gemacht. So, dass sie früher so alt war, okay. Aber jetzt, dass sie es nochmal so hingekriegt hat, dass du die direkt raushörst, ist verrückt. Gerade auch wenn sie jetzt redet. Jetzt hat sie so dieses. Jetzt hörst du dieses Alter von ihr, ne? Also, dass sie älter ist. Warte, das bei einer Frau zu sagen, ist immer verdammt schwierig. Dass sie eine Frauenstimme hat. So. Dass sie eine Frauenstimme hat und keine Kinderstimme mehr. So. Aber krass, wie die das am Anfang gemacht hat. Wow. gerade so richtig klein klingen. Das ist schon so lange her, hast du Ja, das nicht? 2016 habe ich angefangen mit Stranger Things. Oh shit. Kriegst du eigentlich auch, wenn du sie siehst? 10? 2016? Das heißt?
9? Die ist 19? Krass. Habe ich gerade einen Zahlenhänger? Ne, 19, ne? Jetzt gerade, wo ich das mache. Krass. Natürlich da, ne, ich weiß jetzt nicht, wie lange das her ist. Ich glaube, noch nicht mal ein Jahr. Aber trotzdem, ne, ob es jetzt 9, 8 oder 7 Jahre sind, trotzdem das nochmal hinzubekommen. Und Frauen haben ja auch so einen Stimmbruch. Natürlich nicht so krass wie wir Männer. Aber das dann nochmal wieder so hinzubekommen, finde ich verrückt. Also ich bin immer wieder fasziniert von diesen ganzen Synchronsprechern, wie die von den Kindern zu den Älteren werden, ne, ihre Stimme entwickelt sich, was sie sprechen, wie die sprechen, wie sie es hinkriegen, dass sie mal so richtig geil klingen oder mal einfach so ein bisschen am Rumreiten. Das check ich einfach nicht. Für mich ist das immer so, wenn ich das selber mache, ja, okay, das ist dieses Spaßding so, ne? Aber die kriegen es halt wirklich hin, dass du das fühlst und glaubst. Synchronisierst du Nasenbluten, wie bei ihr, so, wenn sie... Ja, klar. Ne? Natürlich. Vor allem die Schauspielerin Millie Bobby Brown, die spreche ich halt fast überall. Kennt ihr euch schon so? Ja. Wie cool. Millie Bobby Brown, die spreche ich halt fast überall. Kennt ihr euch schon so? Ja. Dieses auch ein bisschen dieses cool fühlen, ne? Muss man ja wirklich sagen. Aber verständlicherweise. Ja. Mit einem schönen Lächeln, ne, so ein bisschen verstecken, aber die Augen haben so ein bisschen so dieses. Natürlich kennen wir uns. Geil. Aber auch verdient, ne? Das ist halt so die Sache, das ist halt verdient. Wenn du die so gut sprichst und auch ihre Sprecherin in einem anderen Land bist, ne? Warum denn nicht? Das finde ich halt sau cool, wenn dann die Schauspieler sagen, ey, danke, dass du mich sprichst und dann vielleicht so ein bisschen austauschen. Man muss ja nicht beste Freunde werden, sondern einfach, ne, so ein bisschen appreciaten. Geil. Wie cool. Also jetzt nicht so auf Close, aber schon. Kennst du auch so Kinderserien? Feuerwehrmann Sam? Nein. Onkel Sam, wir brauchen unbedingt deine Hilfe. Krass. Ja, ich habe sehr oft so Kinderrollen, wo ich dann Ganz klein rede, ganz jung noch bin. Ich habe jetzt gerade, das ist eine neue Serie, die kommt bald auf Kika. Ein Babylamm spreche ich da. Und der redet auch so und der ist ein Junge. Billy. Das ist crazy, ne? Das ist crazy, wie die ihre Stimme verändert. Wow. Unglaublich viel Spaß hat es mir gemacht. Aber jedes Mal, wenn ich hier bin, macht es mir Spaß. Das sind alles so freundliche Menschen. Ich bin immer voll glücklich, hier sein zu dürfen. Und wir machen das ist aber wirklich geil, ne? So, auch wie die sich präsentieren. Natürlich ist es ja dieses, ja, okay, es wird wahrscheinlich von vielen Menschen angeguckt und so. Man muss ein bisschen aufpassen, was man sagt. Aber du merkst halt, finde ich, bei vielen immer dieses. Du merkst halt dieses, wie die halt wirklich drauf sind. So. Das scheint halt trotzdem nochmal raus, finde ich. Und das ist verrückt. Das ist verrückt. Die sind so cool drauf, ist so nett da immer. Aber auch natürlich alle, die da immer raten müssen. Ob das jetzt hier Momo ist, ob es Deria ist, ob es Blesby, Naomi oder Okan ist. Oder die ganzen anderen. Ist halt mega cool. Das ist wirklich ein richtig geiles Format. Aber komm, bist du auch stolz auf mich? Ich bin sehr stolz Weil ich auf bin dich. ja gar nicht vom Fach so. Du bist schon irgendwie vom Fach, aber ich finde, du hast das super gemacht. Ihr habt das wirklich super gemacht. Ehrlich. Und du hast gut dabei ausgesehen. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann schreibt doch in die Kommentare, welche Genre ihr als nächstes bespielt haben wollt oder welche Synchronschauspieler wir einladen sollen. Es wäre halt geil, also bin ich ganz ehrlich, für mich persönlich wäre es halt geil, so diese Fantasy-Dinger, irgendwie Herr der Ringe, irgendwie Game of Thrones, irgendwie Harry Potter. Ne? Und da muss ja natürlich nicht die Hauptcharaktere sein. Aber so Side-Charaktere, so, ne? Was heißt Side-Charaktere? Bei Game of Thrones, wer ist da überhaupt der Hauptcharakter? Ne? Gefühlt. Oder bei Herr der Ringe einfach so, ne, Gimli oder so. Das wäre halt so cool für mich mal. Anime natürlich auch immer wieder. Natürlich haben die schon 3 Folgen gemacht. Aber es ist ja halt, auch wenn es nicht für mich bestimmt ist, genauso wie heute, ne, mit Netflix, wo ich nur eine Person wirklich kannte, oder 2 Personen so wirklich kannte, von der Stimme her, es ist jedes Mal immer wieder geil, ne? Das muss man wirklich sagen, das ist so geil. Abonnieren nicht vergessen, damit ihr die Folgen nicht verpasst. Kann ich nicht. Noch eine Filmempfehlung machen? Hier oben in der Ecke findet ihr den ultimativen Kurzfilm, Freunde. Das letzte Gespräch von meinem Bruder Younes. Ihr müsst euch das reinziehen, aber dort drückt es wirklich auf die Tränendrüse, Freunde. Es ist wirklich, es ist wert, sich anzuschauen. Dankeschön. Da geht es von den RBB-Kollegen oder Fritz-Kollegen falsch, aber lustig. Das könnt ihr euch reinziehen. Dankeschön. Auch geil, auch geil, auch geil, auch geil.
Ja, ziehen wir uns natürlich nicht rein. Kurzfilm finde ich immer krass, was viele da draus machen. Gerade auch wie YouTube damals ja angefangen hat. Ne? Da haben ja auch viele mit diesem Kurzfilm-Shit so angefangen. Hat sich ja auch, glaube ich, ein bisschen anders alles entwickelt. Ne? Es gibt jetzt diese Action-YouTuber, ganz komische Vögel. Viel mehr Musik und, ne? Oder was heißt viel mehr Musik, ne? Aber so dieses In-Real-Life-Content und. Früher war das ja irgendwie so ein bisschen mehr, diese ganzen Kurzfilme und so. Kann aber auch sein, weil halt das so riesig ist und jeder kann ja was hochladen. Ja. Aber sehr cool. Falsch, aber lustig. Muss ich nicht drüber reden. Finde ich mega geil. Ja. Wie gesagt. Brauchen wir nicht drüber reden, weil Datetäter ist ja viel wichtiger. Nämlich unsere Fragenrunden hier. Oder Erratenrunden. So. Ja, mega geile Folge wieder. Coole Charaktere. Natürlich auch sehr bekannte Charaktere eigentlich so. Auch cool dann mal zu sehen, wer dahinter steckt, auch wenn ich die jetzt mal nicht gesehen, oder ne, wenn ich die ganzen Serien ja gefühlt nicht gesehen habe. Geil wieder von den ganzen Leuten erraten. Haben wieder mies abgerissen da, ne? Krass, was Bläster diesmal wieder fabriziert hat, muss man ja sagen. Wahnsinn. Deswegen, war wieder eine geile Folge. Bin ich sehr gespannt. Ja, was ihr sonst als nächstes guckt. Hier aber auch nochmal, ich weiß, ein paar schreiben ja von euch hier, ey, guckt ihr das an, guckt ihr doch die Folge an. Wie ich ja schon am Anfang sagte, das könnt ihr mir gerne drunter schreiben. Bin ich euch sehr dankbar drüber. Aber oft ist es halt wirklich, dass es einfach nicht mein Fall ist. Dass ich mich da nicht sehe und dann kommt es einfach nicht. Kann sein, dass ich euch das da in den Kommentaren dann beantworte, kann aber auch sein, dass ich das dann einfach vergesse zu beantworten und einfach nur ein Like gebe oder eben halt nicht. Aber danach könnt ihr auch gehen. Wenn da jetzt kein Like drauf geht, also kein Herz oder kein Like, also ja, heißt das auch Like, wenn ich da ein Herz gebe? Ja, ihr wisst, was ich meine, dann wisst ihr eigentlich, ja, okay, das ist nichts für ihn. Aber gut, ja, ich sag vielen Dank fürs Zuschauen und dann sehen wir uns bei der nächsten Reaction Datetäter oder irgendeinem Vorschlag von euch. Bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen Tag, verliert euer Lächeln nicht und dann vielleicht bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.